Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für leckere Pfannkuchen mit einer einfachen Hackfleisch-Gemüsefüllung. Als erstes für den Pfannkuchenteig 200 Gramm Mehl, 3 Eier, 300 Milliliter Milch, 100 Milliliter Mineralwasser und eine gute Prise Salz in eine Rührschüssel geben und dann mit einem Schneebesen verrühren, so lange bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und ein glatter Teig daraus entstanden ist. Als nächstes eine große beschichtete Pfanne mit einem Schuss Öl erhitzen. Jetzt insgesamt 4 große Pfannkuchen ausbacken, dafür eine Kelle Teig in die heiße Pfanne geben und dann je Seite 2 bis 3 Minuten goldbraun ausbacken, die Pfannkuchen dabei einmal wenden und auf der anderen Seite zu Ende backen. Danach auf einem Teller stapeln, eventuell im Backofen warm halten und den restlichen Teig wie gesehen verarbeiten. Wenn das erledigt ist, geht es mit der Füllung weiter. Dafür als erstes eine große Zwiebel sowie 2 bis 3 Knoblauchzehen abziehen, anschließend fein hacken. Dann habe ich hier noch 250 Gramm braune Champignons, putzen und in Scheiben schneiden und außerdem eine große Möhre, schälen und ebenfalls in dünne Scheiben oder kleine Würfel schneiden. Danach eine große Pfanne mit einem Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig darin anschwitzen. Als nächstes kommt das Hackfleisch dazu, insgesamt 500 Gramm, halb Rind und halb Schwein. Das Hackfleisch für weitere 4 bis 5 Minuten krümelig anbraten. Dabei schon mal würzen mit einer guten Prise Salz und Pfeffer. Außerdem noch einen gehäuften Teelöffel süßes Paprikapulver dazugeben. Anschließend alles einmal gut umrühren und das Hackfleisch aus der Pfanne heben und kurz zur Seite stellen. Die Pfanne erneut aufsetzen, jetzt Champignons und Möhren dazugeben, eventuell nochmal etwas Öl nachgeben und dann bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden 4 bis 5 Minuten anbraten, ebenfalls mit etwas Salz und Pfeffer würzen und sobald das Gemüse die gewünschte Konsistenz erreicht hat, kommen die restlichen Zutaten dazu, 125 Gramm Tiefkühlerbsen, eine halbe Dose Mais und das Hackfleisch wieder zurück in die Pfanne geben, alles einmal gut umrühren und kurz erhitzen, zum Schluss noch einen Becher Creme Fraiche oder Schmand unterrühren, so lange bis alles eine schöne cremige Konsistenz erreicht hat und dann sind wir auch schon fertig. Jetzt einen warm gehaltenen Pfannkuchen auf den Teller geben, eine gute Portion der Hack-Gemüsefüllung darauf verteilen, den Pfannkuchen einmal über die Füllung klappen, alles mit etwas fein gehackter Petersilie garnieren und danach wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.